Laut Elon Musk sollten wir uns wirklich Sorgen machen und die schlimme Sache ist, sie geben es zu. Es muss zu einer weiteren Krise kommen und das, meine lieben Freunde, wird unsere Familien, unser Geld und unsere Freiheit betreffen. Alle Details im Video. Das wurde bei dem uns bekannten Wirtschaftsforum aus Davos zu digitalen Währungen gesagt. Laut ihnen gibt es enorme potenzielle Vorteile beim digitalen Geld. Sie sagen es, man könnte programmierbare Einheiten von Zentralbankwährungen mit Verfallsdatum erschaffen, wo dann die Regierung entscheidet, dass Einheiten von Zentralbankgeld für den Kauf einiger Dinge verwendet werden können, aber nicht für andere Dinge, die sie dann entscheiden, die sie für weniger wünschenswert halten. Und das ist sehr mächtig in Bezug auf die Nutzung eines CBDCs, also einer digitalen Zentralbankwährung. Kurz, sie kontrollieren, wie du dein Geld ausgibst. Hört euch das dazu einfach mal an. And the one final note I will make is that if you think about the benefits of digital money, there are huge potential gains. It's not just about digital forms of physical currency. You can have programmability, units of central bank currency with expiry dates. You could have, as I argue in my book, a potentially better and some people might see it as a darker world where the government decides that units of central bank money can be used to purchase some things, but not other things that it deems less desirable, like say ammunition or drugs or pornography or something of the sort. And that is very powerful in terms of the use of a CBDC. Sie wollen nicht, dass die Menschen die eigene Kontrolle über ihr eigenes Geld haben. Und das bedeutet für uns weniger Freiheit. Der Vorsitzenden der Europäischen Zentralbank ist das durchaus bewusst. Sie sagt es sogar, dass die Möglichkeit besteht, dass Unternehmen wie Meta, Google oder Amazon plötzlich eine Währung einführen, also eine eigene digitale Währung einführen wollen. Eine Kryptowährung einführen wollen, die, so sagt sie, die Souveränität Europas dann übernimmt. Und laut ihr gibt es in Europa die Grenze von 1000 Euro für Bargeldtransaktionen. Sie sagt sogar, dass man nicht mit Bargeld bezahlen kann, wenn es darüber hinausgeht. Wenn du das nämlich tust, dann bist du in einem Graubereich, in einem Graumarkt, so sagt sie. Du gehst ein Risiko ein, wirst erwischt, erhältst eine Geldstrafe oder gehst sogar dafür ins Gefängnis. Und der digitale Euro wird ebenfalls kontrolliert, beziehungsweise es wird kontrolliert, was du damit machen kannst. Und die Vorsitzende der EZB sagt sogar, dass die Grenze bei 300 bis 400 Euro liegen wird. Hört hier mal kurz dazu rein. Meta, Google or Amazon to suddenly come up with a currency that will take over the sovereignty of Europe. Now we have in Europe this threshold above 1,000 euros, you cannot pay cash. If you do, you are on the grey market. So you take your risk. You get caught, you are fined, or you go in jail. But, the digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control, you're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. Meta, Google. Und ein Präsidentschaftskandidat in den USA, Ron DeSantis, hat zu der Entwicklung auf die Frage, wie besorgt er in Bezug zur Entwicklung der digitalen Währungen der Zentralbanken ist, Folgendes gesagt. Sie wollen das Bargeld loswerden. Sie wollen keine Kryptowährungen, sie wollen auch kein Bitcoin. Sie wollen, dass die einzige Form des gesetzlichen Zahlungsmittels die digitalen Zentralbankwährungen sind. Was sie auch selbst sagen. Dadurch können sie nämlich unerwünschte Einkäufe wie Treibstoff oder Munition beispielsweise in den USA verbieten und woanders auf der Welt natürlich auch. Also sobald wir ihnen die Macht geben, so sagt er weiter, um dies zu erreichen, werden sie diesem Land, also den USA, ein Sozialkreditsystem wie in China aufzwingen und CBDCs stellen eine massive Bedrohung für die amerikanische Freiheit dar. Und ich würde sagen, für die komplette Freiheit der Menschen. Und daher will er, also Ron DeSantis, die digitalen Zentralbankwährungen abschaffen, sollte er an die Macht kommen. So, how concerned are you that in the wake of whatever the next economic disruption that we're going to face is, and everyone kind of feels like maybe there's something coming, that will wind up with digital currency issued by the central bank? Well, if I am the president on day one, we will nix central bank digital currency. Done, dead, not happening in this country. In the state of Florida, because the Fed has been talking about this. Oh, yeah. And what the Fed said was, well, we wouldn't do it without consulting the legislative and executive branches. Ideally, we would get a law passed. No. That's not how the Constitution says. It's only ideal that you get a law passed. You would have to get a law passed. I don't think Congress would pass that.
So I think the Fed may try to do something unilaterally. So what we did in Florida is we basically passed a law that says we do not recognize CBDC in the state of Florida. And I think other states are probably going to follow suit. That will jam their ability to do it through executive action. They don't have authority to do it. There'd be lawsuits and everything. For those who don't know what CBDC is, what they want to do, and this is tied in with like Davos, World Economic Forum, all these people. They want the Fed, they want to get rid of cash. They want no cryptocurrency. And they want this to be the sole form of legal tender. And they have said this publicly at like Davos and these other places. It will allow them to prohibit, quote, undesirable purchases like fuel and ammunition. And so the minute you give them the power to do this, they are going to impose a social credit system on this country. CBDC is a massive threat to American liberty. On January 20th, 2025, it goes to the ash heap of history in this country. Und zur gleichen Zeit sehen wir, wie BlackRock einer der größten und einflussreichsten Vermögensverwalter auf der Welt, wo der CEO Larry Fink zuerst gegen Bitcoin war vor einigen Jahren und sie nun einen eigenen Bitcoin-ETF einführen wollen. Und Larry Fink befürwortet nun Bitcoin. Er wurde zu Krypto und Bitcoin nämlich auch befragt und meinte dazu, dass er nicht über Bitcoin sprechen kann, da sie eine Anmeldung bei der Börsenaufsicht der USA, also der SEC, gerade laufen haben. Also hat er gesagt, es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich kann aber generell über Krypto sprechen und was wir jetzt getan haben, so sagt Larry Fink, dass sie eine Verantwortung haben, Investitionen zu demokratisieren. Wie bitte? Die Rolle von ETFs in der Welt haben das Investieren verändert und Larry Fink glaubt, dass wir erst am Anfang dieser Entwicklung stehen und das glaube ich auch. Er sagt weiter, wir glauben, dass der Markt für festverzinsliche Wertpapiere mehrere Billionen Dollar in ETFs investieren wird. Achtung, Bitcoin-ETF. Und der Aktienmarkt wird ebenfalls weiterhin ein immer größerer Teil des Marktes werden und der wird über eine ETF-Plattform bereitgestellt werden. Und Fink sagt weiter, wenn man bedenkt, was vor 15 bis 20 Jahren mit der Einführung eines Gold-ETFs passiert ist, hat es die Goldinvestitionen wirklich demokratisiert. Es hat die Transaktionskosten für Gold gesenkt und er meinte ebenfalls, die Kosten für die Transaktionen von physischem Gold sind absurd. Und dann vergleicht Larry Fink die Transaktionskosten von physischem Gold mit denen von Kryptowährungen und von Bitcoin. Da dort die Transaktionskosten ebenfalls laut seiner Meinung hoch sind. Klar, vielleicht bei Ethereum, aber nicht bei anderen. Und Larry Fink deutet weiterhin an, dass das Interesse an Kryptowährungen bei globalen Investoren weiter und weiter zunimmt, da sie als internationaler Vermögenswert einen einzigartigen Wert im Vergleich zu anderen Anlageklassen bieten. Also, hört zu, der nächste Bullenmarkt wird groß. Durch ihre internationale Natur können Kryptowährungen Schwankungen im Wert einzelner Währungen wie zum Beispiel des Dollars überwinden. Ihnen ist also die Stärke von Bitcoin bewusst. Talk about how crypto fits. I can't talk about Bitcoin because we have a filing with the SEC, so I'm prohibited. I can talk about crypto in general, and I can talk about what we have done. You know, we believe we have a responsibility to democratize investing, and we've done a great job. And the role of ETFs in the world is transforming investing, and I think we're only at the beginning of that. I mean, we believe the fixed income market is going to become multiple $1 trillion in ETFs. Equities will continue. More and more of the market will be delivered through an ETF platform. If you think about what was done 20 years ago now with the advent of a gold ETF, that really democratized gold investing. It brought down the cost of transaction for gold. I mean, the cost of transacting physical gold is absurd. And now with crypto, the idea of democratizing that role, the cost right now to transact is quite expensive. We're talking points, not decimal points. And so that's a big point. Two, over the last 5 years, more and more global investors are asking us about the role of crypto. And as I said, I do believe a lot of crypto is going to be, it's an international asset. It has a differentiating value versus other asset classes, but more importantly, because it's so international, it's going to transcend any one currency and currency valuation. If you just look at the value of
of our dollar, how it depreciated the last two months, and how much it appreciated over the last 5 years. I mean, a international crypto product can really transcend that. And that's why we believe there's great opportunities, and that's why we're seeing more and more interest. And that interest is broad-based worldwide. Und daher sieht BlackRock großes Potenzial in Kryptowährungen und sie bemerken ebenfalls ein breites weltweites Interesse an diesem Anlagefeld. Was denkt ihr, werden digitale Zentralbankwährungen kommen? Persönlich gehe ich beispielsweise bei Ron DeSantis davon aus, dass das vor der Wahl alles schöne Worte sind, um Wählerstimmen zu fangen, aber dass er digitale Zentralbankwährungen verhindern wird, steht auf einem anderen Blatt. Und wir wissen nicht, wie es später dann aussieht. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese kommen werden, ist jedoch sehr, sehr hoch und damit kommt auch die Kontrolle, mehr Einschränkung und weniger Freiheit für die Menschen, also für uns. Und mit Frau Baerbocks Worten könnte Bitcoin in diesem Zusammenhang noch der Bacon of Hope werden.